Bitcoin 60.000 High, 5.000 Low, das war meine letzte Vorhersage im Dezember für die nächsten 12 Monate, also 2018. Wie sieht diese Vorhersage denn jetzt aus? Die Antwort darauf ist, dass ich auf jeden Fall immer noch bei dieser Vorhersage bleibe. Diese Vorhersage ist Dezember 2017 von mir gemacht worden, die war live auf CNBC, war jetzt aber nicht einfach nur aus der Luft gegriffen, sondern ich habe davor, das war schon fast Ende November, habe ich mit einem Freund von mir gesprochen, den ich sehr respektiere, was mittel- bis langfristige Chart-Analysen angeht. Also der ist jetzt nicht jemand, der hergeht und sagt, er macht eine Analyse, wo steht der Preis morgen, sondern es sind wirklich grobe Chart-Analysen langfristig, mittel- bis langfristig. Und da hat er zu mir gesagt, dass er einen unglaublichen Support-Level bei 4.950 sieht und nach oben hin resistent, also wirklich Widerstände zwischen 50 und 60.000. Und ich persönlich war im Dezember, und das wisst ihr ja, total davon überzeugt, dass wir einen Rücksetzer sehen werden. Ich war davon überzeugt, dass wir komplett übergekauft waren und dass einfach viel zu viel Hype drinnen war. November, Dezember war meiner Meinung nach extrem böse für den Kryptomarkt. Wenn es den November, Dezember nicht gegeben hätte, hätten wir alle überhaupt kein schlechtes Gefühl. Wir sind genau auf dem Preislevel zur Zeit von Ende Oktober, könnt ihr euch mal anschauen. Eigentlich, naja, wäre einfach ganz normal weitergelaufen, wäre halt einfach langsamer gelaufen. Aber leider war diese unglaubliche Bubble-Phase November, Dezember und es war für mich klar, dass der Markt rücksetzen würde. Und das war meine erste Herangehensweise. Und deswegen waren die 5.000, gut, wir sind auf 5.800 runter. Ich meine, es ist von 20.000 relativ schwer zu sagen, sind wir auf 5.000, sind wir 5.800. Also ich zähle jetzt mal meine 5.800 so ungefähr als Ziel erreicht. Es kann aber schon sein, dass es vielleicht noch mal ein bisschen runtergeht. Glaube ich zurzeit nicht. Ich bin zurzeit eher optimistisch, dass es wieder nach oben geht. Zumindest so auf 10.000, 12.000 sehe ich zurzeit also wahrscheinlicher, als wie dass es runtergeht. Und wie gesagt, die Leute lachen immer, dass ich nie hergehe und sage, es passiert 100% das oder es passiert 100% das. Ganz ehrlich, das sind die absoluten Scam-Artisten, die hergehen und sagen, das ist das, was passiert oder das ist das, was passiert. Denn niemand weiß es, sondern man kann maximal mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und für mich ist es zurzeit wahrscheinlicher, dass der Markt nach oben geht. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich wieder Anstiege sehen auf zwischen 10.000 und 12.000. Einfach zurzeit hat der Markt zu krass für mich nach unten reagiert und es ist aber viel Wert drinnen und es wollen auch viele große Firmen, es wollen viele Leute einsteigen. Das heißt, der Markt würde ein bisschen nach oben gehen. Und dann wird spannend sein, wie schnell wird dann der Hype wieder starten, wie schnell fängt dann die Presse an zu hypen, dass sozusagen das Ganze wieder losgeht. Ich glaube trotzdem, ganz egal wie sich das verhält, dass wir dieses Jahr die 50.000, 60.000, ob wir sie Jahresende sehen werden oder keine Ahnung was, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Nur einmal zum Vergleich. Wir waren letztes Jahr um diese Zeit, ich glaube nicht mal auf 2.000. Und am Ende des Jahres waren wir auf 10-fach oben. Das heißt, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir sind auf 7.000, warum soll es nicht möglich sein, dass wir auf 50.000 raufgehen? Und deswegen stehe ich da immer noch dazu. Das ist auch eine wichtige Marktpsychologie. Wir waren in absoluter Euphorie Ende letzten Jahres. Wir waren dann in dieser absoluten Hassphase und dieser absoluten Depression. Und jetzt fangen wir langsam an, wo Egalität eintritt. Und diese Egalität ist eigentlich das Wichtigste, was wir jetzt gerade brauchen. Denn das bringt die Leute raus, das bringt die Leute weg davon, ständig von Tag zu handeln. Ich sehe das, ich bin in einigen WhatsApp-Gruppen drin und Telegram-Gruppen, wo wirklich High-Net-Worth-Individuals drinnen sind. Also ich bin in einer Gruppe zum Beispiel drin, da sind auch die Winklevoss-Brüder drin und tauschen sich halt dort aus. Und man merkt es dort, selbst in diesen unglaublichen Kreisen von Leuten, die sehr früh im Krypto drin sind, dass dort die Message-Intensität schon runtergegangen ist. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, die Leute hören auf, ständig auf den Preis zu schauen, ständig von heute auf morgen zu denken. Und es erinnert mich so an diese Zeit, 2014 bin ich rein, da war genauso diese Phase wie Anfang des Jahres, absolute Depression, der Markt ist nur runtergegangen, ist alles schlecht gewesen. Und dann so 2015, 2016, 2015 war diese komplette Egalität da. Kein Mensch, wenn ich auf Meetups war, wir waren 3 Leute oder so, kein Mensch hat sich für Krypto interessiert. Niemand. Wenn ich ein YouTube-Video über Krypto gemacht habe, ich habe Anfang 2015 angefangen mit Krypto-Videos. Kein Mensch hat die geschaut, es hat niemanden interessiert. Das kam erst 2016, dass das Ganze angefangen hat. So, und jetzt kann man sagen, naja, 2015, 2016, da muss ich ja noch 2 Jahre jetzt warten. Damals waren ganz andere Leute im Markt schon drinnen, als wie heute. Heute ist ein Großteil der Leute im letzten Jahr reingegangen. Damals war der Großteil der Leute 2011, 2012, 2013, die waren schon Jahre im Markt drinnen. Und deswegen glaube ich, dass zurzeit die Zeitframes, also die Zeitabschnitte deutlich komprimiert sind. Und deswegen glaube ich, dass wir dieses Jahr wieder diesen Schub nach oben sehen werden.
ich bin da davon, keiner weiß es. Also ich kann natürlich komplett falsch liegen, aber ich sehe, zurzeit gehe ich von meiner Vorhersage nicht weg. Ich weiß, man soll Vorhersagen immer mit ein bisschen einer Prise Salz nehmen, das solltet ihr auch bei der, denn, wie gesagt, ich kann wahrscheinlich komplett falsch liegen, aber wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich zurzeit alles verkaufen, das mache ich aber nicht, denn, ja, das glaube ich nicht. Habe ich auch gepostet, ich habe ordentlich nachgekauft vor ungefähr 3 Wochen, hätte wahrscheinlich noch ein bisschen warten sollen, weil es danach noch mal ein bisschen runtergegangen ist, aber ich bin auch nicht dafür bekannt, dass ich richtig gut im Market Timing bin. Das brauche ich auch nicht, sondern ich brauche nur ein bisschen richtig liegen. Und dieses bisschen richtig ist für mich, also hat mir eine schöne Summe in den letzten Jahren gebracht, dass ich nicht 100% am Tiefpunkt kaufen muss und ich muss auch nicht 100% am höchsten Punkt verkaufen. Das brauche ich nicht, sondern ich brauche nur höher verkaufen, als ich eingekauft habe. Und das ist immer das größte Ziel. Ich hoffe, das beantwortet euch die Frage da. Danke.